Herr Professor Niemeyer, vielen Dank, dass Sie hier nach Halle gekommen sind. Gerne, ja. Würden Sie sich gerne kurz uns vorstellen? Ja, also mein Name ist Wolf-Dietrich Niemeyer. Ich bin seit 10 Jahren Leiter der Abteilung Athen des Deutschen Archäologischen Institutes. Vorher war ich Professor an den Universitäten Freiburg und Heidelberg. Und wie gesagt, seit 10 Jahren leite ich das Deutsche Archäologische Institut Athen und mehrere Ausgrabungen in Griechenland. Und Ihr Spezialgebiet ist? Ja, einmal ist es die minoisch-mykenische Kultur, andererseits seit einiger Zeit auch durch eine neue Grabung die frühe Eisenzeit in Griechenland und die Frage der Kontinuität oder nicht zwischen der Bronze- und der Eisenzeit. Der Umbruch ist in Griechenland ungefähr um 1000 vor Christus, etwas früher als hier. Was ergeben hier Ihre neuen Grabungen? Gibt es eine Kontinuität oder ist es ein Bruch um 1000? Es gibt keinen richtigen Bruch, also die sogenannten dunklen Jahrhunderte Griechenlands werden immer heller. Wir graben in Mittelgriechenland in einem Heiligtum des Apollon, das in der Antike hochberühmt war, das wissen wir aus den Quellen, der Historiker Herodot zum Beispiel. Das ist das Orakelheiligtum des Apollon von Abai. Und wir haben jetzt eine Abfolge von 7 Tempeln übereinander und die ersten beiden sind mykenisch, also spätbronzezeitlich, der eine 15. bis 14., der andere 12. Jahrhundert vor Christus und darüber folgt ein protogeometrischer des 10., ein frühgeometrischer des 9. Also ein Tempel liegt über dem anderen, oft werden die gleichen Fundamente wieder benutzt für den Neubau und mit reichen Weihegaben und so weiter. Also da haben wir ohne Zweifel eine ungebrochene Kultkontinuität an diesem Ort. Aber es ist doch schwierig, dann die zu datieren, wenn die direkt aufeinander folgen, oder? Haben Sie da gute datierende Funde? Na, wir haben Glück gehabt, dass immer sehr schöne, als ob uns das dahingelegt worden wäre, die richtige datierende Keramik liegt immer da. Wir können es also ziemlich genau datieren. Und alle 100 Jahre etwa gibt es einen neuen Tempel. Die sind oft niedergebrannt, ob durch Naturereignisse, Erdbeben, kriegerische Ereignisse, ist nicht immer klar. Aber also sie haben fast immer gebrannt und dann hat man zum Glück einfach ein bisschen Erdschicht drüber gelegt und aber den Befund so gelassen. Wir haben also reiche Funde in diesen Tempeln, was auch ungewöhnlich ist. Dürfen Sie die denn abbauen oder müssen Sie jede Schicht belassen? Nein, wir können die insofern abbauen. Die Mauern lassen wir natürlich stehen, aber die Böden sind zum Glück, wir sind ja nicht in der griechischen Klassik, also keine gepflasterten Böden, sondern es sind gestampfte Lehmziegelböden und die können wir entfernen, nachdem wir sie dokumentiert haben. Also insofern konnten wir große Teile dieser Tempel jeweils freilegen. Das ist ja fantastisch, aber jetzt gehen wir in eine andere Zeit, nämlich die Zeit um 1600 vor Christus, die uns so interessiert. Und dort ist in der Ägäis ja ein gewaltiges Ereignis durch den Santorin-Ausbruch zu verzeichnen. Ja. Und da wollte ich Sie zuerst fragen, was denken Sie als Archäologe zur Datierung des Santorin-Ausbruchs? Wie sehen Sie die aktuelle Diskussion der Datierung? Wie ist da Ihre Position? Ich habe lange mit mir gerungen, mich damit beschäftigt. Ich bin also eindeutig ein Anhänger der höheren Chronologie, also der jetzt durch Friedrich auf 1613 plus minus 13 festgelegten Chronologie. Am Anfang, als diese Diskussion losging, wollte ich das auch überhaupt nicht glauben, denn ich hatte natürlich diese traditionelle Chronologie schon während des Studiums eingeimpft bekommen, die auf Arthur Evans im Grunde zurückgeht, den Ausgräber von Knossos, und Arne Furumark, den großen schwedischen Archäologen. Und dann habe ich aber angefangen zu kontrollieren, die Datierung nochmal zu überprüfen nach den traditionellen Methoden, also Querverbindungen zu besser datierten Kulturen in Ägypten und im Vorderen Orient. Und dann sah ich, dass die hohe Chronologie durchaus mit den Daten, die wir von dort haben, zu verbinden sind. Und ich bin der Überzeugung, dass die hohe Chronologie die richtige ist. Aber es wird immer noch sehr kontrovers diskutiert. Als Archäologe bin ich mir begeistert, welche Möglichkeiten uns die Naturwissenschaften öffnen. Also bei uns in der Prähistorie ist das ja ganz extrem. Und meistens haben wir dann großen Gewinn aus der transdisziplinären Zusammenarbeit mit den Kollegen in den Naturwissenschaften. Das fängt eben im Mittelmeerraum eigentlich erst an. Also überhaupt, soweit ich weiß, die ersten ernsthaft diskutierten C14-Daten waren die ersten Daten von Santorin, die dann das ganze Gebäude sehr erschüttert haben. Nicht? Wann begann diese Diskussion um Santorin? Ja, die begannen eigentlich in den Ende der 70er Jahre lagen die ersten Serien von Radiokarbondaten vor.
Und dann versuchten die Vertreter der klassischen Archäologie, bis heute versuchen sie das zu argumentieren, dass diese Proben von Santorin durch den Vulkanausbruch kontaminiert seien. Der Baum von Herrn Friedrich, gerade vorgestern haben wir das noch in Athen diskutiert, die traditionelle Datierung vertreten, versuchen also immer noch dagegen zu kämpfen, äußern, was ich glaube, was man heute nicht mehr machen kann, grundsätzliche Skepsis gegenüber der C14-Methode. Ich glaube, das kann man heute nicht mehr machen, aber das gibt es alles noch. Ja. Also als ich zu studieren begann die Bandkeramik des Neolithikum noch 4500 vor Christus. Ja. Jetzt beginnt es 5500 vor Christus. Ja. Also wir mussten mit 1000 Jahressprüngen leben. Und wir streiten uns jetzt um 100. Sie streiten sich um 100, aber es ist doch interessant, wie man sich immer schwer tut, letztlich Weltbilder zu korrigieren in der Wissenschaft, obwohl es eigentlich unsere Aufgabe ist als Wissenschaftler. Ja. Das Schönste ist eigentlich, wenn man Irrtum korrigieren kann, finde ich. Ja, ich musste mich selbst korrigieren. Ich habe selber 1980 die traditionelle Chronologie vertreten in einem Aufsatz. Und das wird mir jetzt immer von den anderen vorgehalten. Und ich hätte das damals doch so gut begründet, sage ich, sorry, ich bin nicht mehr meiner Meinung. Aber das Schöne ist doch, wenn man sich selbst korrigieren kann. Genau, finde ich auch. Das zeigt eigentlich doch Größe in der Wissenschaft, dass man sagt, okay, wir haben Erkenntnisfortschritt. Genau. Wie schlimm wäre es, wenn man immer beim Alten bleibt. Ja, aber das ist eben, sehen nicht alle so. Hat es so große Auswirkungen, dass man das Ganze um 100 Jahre vorziehen muss? Im Grunde sind es doch eigentlich nur Modelle. Ja, es hat natürlich Folgen für die Beziehungen, insbesondere des minoischen Kreta, zum Vorderen Orient und zu Ägypten. Denn die ägyptische Chronologie und auch die vorderasiatische, wenn es auch da gewisse Diskussionen gibt, aber da geht es nur um Jahrzehnte, um wenige Jahrzehnte, dann kommen natürlich andere Perioden zusammen. Nicht? Also zum Beispiel die Frage der Darstellung der Keftyu, der Kreter in den Gräbern der frühen 18. Dynastie. Also bei Rachmire zum Beispiel. Und Senmut und so weiter. Nicht? Oder auch die Frage, die Beziehung zum Beispiel zu Mari, zum Palast von Mari am Euphrat, wo kretische Importe erwähnt werden und wo es Wandmalereien gibt, die meines Erachtens eindeutig auch Verbindungen zu Kreta zeigen. Oder die kretischen Wandmalereien in Ägypten. In Ägypten oder in Tel Kabri, die wir ausgegraben haben in Israel. Das ergibt dann eben andere Konstellationen, die man gut überdenken muss. Also die Geschichte ändert sich in gewisser Weise. Nicht die relative Abfolge, das ist klar, die bleibt, da sind wir uns auch alle einig. Aber durch diese Änderung der absoluten Chronologie ergeben sich eben andere Konstellationen in den Verbindungen zu den alten Kulturen des Vorderen Orients. Und der Ausbruch von Santorin hat ja gewaltige Auswirkungen auf die Ostägäis und auf Griechenland. Wie sieht die Welt denn aus vor dem Ausbruch, vielleicht 1613? Wie sieht die Welt 1615, 1650 aus? Und wie sieht die Welt dann aus 1600 oder 1550? Was verändert sich durch dieses gewaltige Naturereignis? Auch da sind die Diskussionen noch in gewisser Weise im Fluss. Also ganz klar ist, dass vor dem Ausbruch des Santorin-Vulkans Kreta auf dem Höhepunkt, das minoische Kreta auf dem Höhepunkt seiner Macht war und seiner kulturellen Entwicklung mit den Palästen, die man besser, wie ich meine, als Palasttempel bezeichnen sollte, weil sie nicht nur Regierungs- und Administrationszentren, sondern auch Kultzentren waren. Wir haben keine großen Tempel auf Kreta, also diese Funktion scheint auch in diese großen architektonischen Strukturen mit integriert gewesen zu sein. Also Kreta, ein System von Palästen, Siedlungen, hervorragend ausgebauten Siedlungen mit gepflasterten Straßen, Wasserleitung, Kanalisation. Also eine echte Hochkultur mit Beziehungen. Einmal dieses minoische Kreta hat zu der Zeit für mich ohne Zweifel, auch das wird immer noch diskutiert, das Ägäische Meer beherrscht, auch politisch. Dafür sprechen viele Funde auf den Ägäischen Inseln, aber auch in Siedlungen an der kleinasiatischen Küste, also heutigen türkischen Westküste, wie Milet oder Tafşan Adası, was hier von Halle aus, von Herrn Bertemes gegraben wird. Milet haben wir gegraben.
viele Funde, also nicht nur minoische Keramik, die ja Importware sein könnte, wie, sagen wir, chinesisches Porzellan im 18. Jahrhundert in Europa, sondern auch Dinge, die wirtschaftliche Macht und politische Macht ausdrücken. Zum Beispiel Gewichte, meistens Bleigewichte, des minoischen Gewichtssystems finden wir an vielen Stellen. Zeugnisse für die minoische Schrift, Linear A, und deren praktischen Gebrauch finden wir auch auf den Inseln. Also das kommt, und minoische, nicht nur feine Importware, sondern das Phänomen wird besonders deutlich, dass wir Küchenware haben, Kochtöpfe, Tassen, die sogenannten konischen Näpfe, minoischen Typs, von lokaler Herstellung. Was bedeutet, dass Kreter dort wohnten? Denn das ist keine Importware und keine Prestigeware, die man importiert. Und das stimmt nun überein, einmal mit den späteren griechischen Quellen, denn in den Hesiod zum Beispiel sagt schon als erster, dass Minos, der Herrscher von Knossos, die meisten der umherlebenden Menschen beherrschte. Später bei dem großen Thukydides, also dem großen Historiker des 5. Jahrhunderts, der schreibt, Minos war der Erste, der das Meer mit seiner Flotte beherrschte und Gouverneure auf den Inseln einsetzte. Und das spiegelt sich nun auch wieder in den archäologischen Funden. Also wenn man dort an der kleinasiatischen Küste steht, auf der Grabung von der Bertemes, eine Halbinsel, die heute zum Teil weggerissen ist, vielleicht durch den Tsunami, und man schaut aufs Meer, dann sagt der Kollege Bertemes zu mir, das ist für die Minoer das Mare Nostrum. Genau. So also die beherrschen sozusagen das Meer. Da kann man sich doch vorstellen, bei so einer meeresbeherrschten Kultur, die vielleicht, wie vergleichbar die Engländer später, die Macht auf ihren Schiffen hatten. Man kann die Insel nicht angreifen. Dass für die natürlich es katastrophal ist, wenn die Häfen diese vorgeschobenen Siedlungen in das eigentlich friedliche Meer plötzlich durch einen Tsunami oder Ähnliches überspült werden. Genau, so ist das. So ist das zu sehen. Und das ist lange Zeit unterschätzt worden. Also es gibt eben einen chronologischen Abstand zwischen dem, oder ich fange anders an, man hat sich lange gefragt, warum geht die minoische Kultur, diese Palastkultur, um die Mitte des 2. Jahrtausends zugrunde. Darüber hat man lange gerätselt. Man hat an Invasionen gedacht und dergleichen. Und der erste, der auf die Idee kam, das mit dem Santorin-Vulkanausbruch in Verbindung zu bringen, war der griechische Archäologe Spiridon Marinatos. Der grub 1932 in Amnisos, der Hafenstadt von Knossos, die sogenannte Lilienvilla aus, ein reiches Haus, so benannt, weil da ein sehr schönes Fresko mit Lilien gefunden wurde. Und da fiel ihm auf, dass einige der großen Blöcke, sogenannten Orthostatenblöcke, also große Blöcke, die die Basis der Mauern bildeten, sehr merkwürdig aus ihrer Lage bewegt waren, andere fehlten. Und da hatte er die Idee, das kann durch Tsunamis der Santorin-Eruption ausgelöst worden sein. Und er schrieb dann 1939 in der englischen Zeitschrift Antiquity einen Aufsatz, The Volcanic Destruction of Minoan Crete, in der er diese These äußerte und den Krakatau-Ausbruch von 1888 verglich in der Südsee, der ziemlich genau beschrieben ist. Und da meinte er eben, Flutwellen, Erdbeben, Aschenregen hätten zum Untergang der minoischen Paläste geführt. Und wie wurde das aufgenommen von der Forschung? Praktisch nicht. Erstmal ignoriert damals, und die Herausgeber der Zeitschrift Antiquity schrieben so ungefähr sinngemäß, das ist ja eine sehr interessante These, aber sie bedarf der Überprüfung an geeigneten Grabungsplätzen zu geeigneter Zeit. Und bis es zu diesen Grabungen kam, dauerte es sehr lange. Dann kam eben, das war 1939, der Zweite Weltkrieg, und erst 1967 konnte Marinatos die Grabungen auf Santorin beginnen. Die Siedlung von Akrotiri eben, die bei dem Vulkanausbruch verschüttet wurde. Und da zeigte sich schon bald, dass es eine Diskrepanz chronologische gibt zwischen der Zerstörung von Akrotiri und der Zerstörung der kretischen Paläste. Die liegt nämlich eine Keramikphase später. Also wir nennen die minoische Importkeramik in Akrotiri, nennen wir das die Phase spätminoisch 1a. Die Zerstörung der Paläste ist spätminoisch 1b. Wie lange diese einzelnen Phasen dauern, ist immer auch noch in der Diskussion, aber sagen wir mal zwischen 50 und 100 Jahren Zeitunterschied.
Dann versuchte Marinatus diese Diskrepanz zu erklären, indem er sagte, er bot zwei Lösungen an. Erstens, die Keramik in Akrotiri ist provinzieller und hinkt hinterher, was nun sehr unwahrscheinlich ist bei einer Entfernung von nur 100 Kilometern. Und die zweite Lösung, dass die Eruption in zwei Phasen verlief, die einen großen Abstand hatten. Bei der ersten Phase wurde die Siedlung von Akrotiri von Asche verschüttet und erst bei der zweiten erfolgte dann die große Explosion, die Flutwellen, Aschenregen auf Kreta. Beides ist heute nicht mehr haltbar. Dass nun die minoische Importkeramik in Akrotiri wirklich spätminoisch 1a ist und nicht provinziell hinterherhinkt, habe ich schon 1980 in einem Aufsatz nachgewiesen. Und die Vulkanologen sagen heute, dass die ganze Terra-Eruption nicht länger gedauert haben kann, die 3 Phasen, als 3 Monate etwa. Wie erklärt man dann diese Diskrepanz? Ja, die Diskrepanz ist da. Nun muss man sich fragen, was ist dann der Auslöser dieser Zerstörung der minoischen Paläste, die 50 bis 100 Jahre nach der Santorin-Eruption liegt. Und darüber hat man eigentlich hat man das ignoriert. In vielen Handbüchern lesen Sie auch heute noch, ja, da war dieser Santorin-Ausbruch, aber Kreta erholte sich schnell und war wieder schnell in der alten Machtposition und es ging eigentlich unverändert weiter und dann plötzlich wurden die Paläste zerstört und dann hat man gedacht, durch eine Invasion von mykenischen Griechen und so weiter. Aber ohne ursächlichen Zusammenhang mit der Terra-Eruption. Und dann haben damals noch 2 recht junge Archäologen, Jan Driessen, ein Belgier, und Colin MacDonald, ein Brite oder genauer gesagt Schotte und minoischer Archäologe, die haben ein hochinteressantes Buch veröffentlicht, The Troubled Island, Crete, Before and After the Santorini Eruption. Und das ist genau die Frage, die Sie stellen. Und da haben Sie meines Erachtens überzeugend gezeigt, viele akzeptieren das heute immer noch nicht, aber dass diese Phase spätminoisch 1b, also nach der Terra-Eruption, auf Kreta nicht noch eine Fortsetzung der Blütezeit war, wie viele gemeint haben, sondern eine Periode der Krise. Und das haben sie anhand von vielen Argumenten nachweisen können. Also es gibt auch eine ganze Reihe schon von Erdbebenzerstörungen in spätminoisch 1a, also in der Zeit der Eruption des Santorin-Vulkans, die man wohl in Verbindung zu bringen hat mit den Erdbeben, die auch auf Santorin, dem eigentlichen Ausbruch, vorangegangen sind. Unter anderem wurde damals eben jene Lilienvilla zerstört. Es gibt auch Indizien für Tsunamis, außerdem also eine ganze Reihe von Zerstörungen. Und es gibt Aschenregen, also der Aschenregen ist nachgewiesen in Schichten von spätminoisch 1a, vor einem Wiederaufbau in spätminoisch 1b. Also die Eruption ist dadurch klar festgelegt, auch stratigraphisch, in die Phase spätminoisch 1a, also gleichzeitig mit der Santorin-Eruption. Dann sind Phänomene zu beobachten, dass Bauten, die vor der Santorin-Eruption mit großen Ansprüchen begonnen waren, entweder nicht fertig wurden, abgebrochen wurden oder bescheidener fortgesetzt wurden, zum Beispiel statt mit Kalkstein, Quadermauern plötzlich mit Lehmziegeln oder gar nicht fertig geworden sind. Dann in einigen Palästen und auch anderen Großbauten wurden ehemals repräsentative Hallen umgebaut in industrielle Betriebe. Es gibt in Komos einen prächtigen Bau, fast palastartig aus Quadern. Der ist zerstört worden, teilweise in spätminoisch 1a. Und dann hat man über einer Mauer plötzlich einen Töpferofen gebaut, in einen solchen repräsentativen Bau. In anderen Palästen oder Palasttempeln hat man die Zugänge noch gesichert, sodass nicht jeder mehr von außen reinkam. Das Phänomen ist ja sonst bei diesen minoischen, überhaupt, dass die minoische Kultur eigentlich keine Festungen kannte. Und gerade diese Palastzentren oder Palasttempel auch ziemlich offen waren nach außen. Jetzt wurde der Zugang eingeschränkt durch Mauern und so weiter. Es gibt dann noch das Phänomen der Hortfunde, dass man in dieser Zeit anscheinend Metall, vor allen Dingen Bronze, gehortet hat in Verstecken. Da gibt es Ansammlungen von großen Bronzegefäßen, die man sozusagen versteckt hat, auch Gold und so weiter. Also da scheint es eine Zeit der Unsicherheit gegeben zu haben. Diese minoische Kultur
macht auf mich immer so einen ungemein positiven Eindruck. Ja, wenn man als Archäologe so Kulturen durchsieht, dann hat man im Minoischen den Eindruck großer Heiterkeit. Also gar nicht das, was uns überliefert wird von späteren Griechen, den klassischen König Minos und das Dunkle und das Minotaurische und das Labyrinth, sondern man hat diese herrlichen Wandgemälde, diese Lilien, diese Wasser- und Stierspringer, diese leichten Fischer. Man hat den Eindruck dieses Fehlen der Befestigungen, dieser Offenheit, dieser Zuwendung zum Meer. Kurzum, man hat den Eindruck einer Gesellschaft von Wohlhabendheit, von Frieden, einer gewissen Saturiertheit und einer Partizipation. Etwas, was in der menschlichen Geschichte relativ selten zu sein scheint. Und wenn ich mir jetzt das Minoische anschaue nach Santorin, hat man den Eindruck, das Mykenische gewinnt. Und beim Mykenischen, wenn ich mir das anschaue, Tyrins, Mykene, da hatte ich immer das Gefühl von Geschlossenheit, Düsternis, Finsterheit. Da entsteht im Kopf Menelaos, da entstehen diese eisenharten Kriegergestalten. Das ist so etwas ein bisschen Unfröhliches, aber ich bin ja Prähistoriker. Ist das zu simplifizierend oder kann man das so grosso modo sehen? Teilweise schon, aber natürlich doch nicht ganz so. Dieses friedliebende Paradies der minoischen Kultur, das ist auf einen Mann zurückzuführen, dieses Bild, nämlich auf Arthur Evans, den Ausgräber von Knossos, der uns das suggeriert hat, auch durch seine Rekonstruktionen. Diese Fresken, die wir aus Knossos kennen, bestehen ja im Grunde, sind nur kleine Bruchstücke erhalten. Diese ganzen Kompositionen sind Fantasiewerke seines Restaurators Émile Gilleron, eines Schweizer Jugendstilkünstlers. Und bei manchen dieser Rekonstruktionen, etwa bei dem berühmten Prinzen mit der Federkrone, bei dem habe ich zum Beispiel gerade nachgewiesen, dass das kein Werk der minoischen Kunst ist, sondern ein Werk des Jugendstils von Émile Gilleron, diese fantasievolle Rekonstruktion. Und andererseits aber, wenn man zu den Palästen von Pylos schaut, sind die auch fantastische. Das sind auch fantastische Fresken. Und man muss natürlich bedenken, dass Kreta im Grunde keine Festung brauchte. Ich würde sagen, Kretas Festung war die Flotte. Und es gab damals nirgendwo in der näheren Umgebung eine Flotte, eine mögliche Invasionsflotte, die Kreta hätte angreifen können. Also insofern brauchten die gar keine Festung. Und es gibt aber inzwischen übrigens auch doch Indizien etwa für Wachstationen an den Küsten und so. Das wird gerne so überdeckt. Also wie gesagt, etwas entlarvend für Arthur Evans, der aber eine ganz große natürlich Figur der Forschungsgeschichte ist. Es gibt eine Biografie über ihn von seiner Halbschwester Joan und die schreibt an einer Stelle, das war das große Glück für meinen Bruder Arthur, dass er diese Kultur entdeckte, die genau das zeigte, was ihm gefiel. Liebe zur Natur, Freude und es vermochte, ihn sozusagen aus einer Gegenwart geistig zu entfernen, mit der er nicht fertig wurde. Und diese Gegenwart ist eben das Europa vor dem Ersten Weltkrieg. Also Evans hat wirklich in seiner Fantasie ein Gegenbild zu der aktuellen politischen Situation in Europa geschaffen und sich in diese in gewisser Weise geflüchtet. Das zeigt, dass wir immer von unserer unmittelbaren geistigen Strömung abhängig sind. Wenn wir jetzt über Klima sprechen, das ist heute dann modern. Ist es nicht zufällig so, sondern wir reagieren auf unsere gesellschaftlichen Bedingungen und befriedigen die auch als Wissenschaftler in einer gewissen Art und Weise. Wir hätten in den 70er Jahren wahrscheinlich wieder über was anderes gesprochen, vielleicht über den Drogengenuss in Mykene oder in der minoischen Kultur. Und in 50 Jahren wird man sagen, typisch, dass die damals über das Klima gesprochen haben. Ich wollte nur noch eins sagen, das ist vielleicht wichtig, weil das Bild ist insofern nicht richtig von Evans. Wir wissen zum Beispiel, dass die sogenannten Minoer führend waren in der Waffentechnik jener Zeit. Also die Langschwerter, die sogenannten Rapiere, haben sie entwickelt, nach Vorbildern vom Vorderen Orient. Helme, Waffen, Lanzenspitzen, alle Waffen jener Zeit wurden auf Kreta erst entwickelt, dann sogar nach Mykene
exportiert. Also die Mykener haben ihre ersten Waffen aus Kreta erhalten. Jene, die in den Schachtgräbern von Mykene liegen, zum größten Teil wurden auf Kreta produziert. Und wir haben natürlich die Quellen, die ich schon erwähnt habe, die sagen, Minos beherrschte das Meer mit seiner Flotte. Übrigens auch in den ägyptischen Quellen wird Kreta erwähnt als Keftio, das ist Kreta, und dann oft in der Kombination und die Inseln in der Mitte der Grünen See. Und das sind dann die Inseln, die Kreta beherrschte. Also auch für die Ägypter war Kreta das Zentrum eines Inselreiches, das es natürlich beherrschte mit militärischer Gewalt. Und wir haben zwar nicht auf Kreta Festungen, aber wir haben auf einigen der Kykladeninseln haben wir Festungen, zum Beispiel Philakopie auf Melos und so weiter, nicht in der Zeit. Wir haben jetzt aber immer noch einen nicht gelösten Befund. Wir haben die Lilienvilla, die 50 Jahre später offenbar von dem Tsunami betroffen ist. Nein, die direkt beim Santorin-Ausbruch betroffen ist. Also ist dieses früher gesehene chronologische Loch zwischen dem Ausbruch und dem Tsunami geschlossen, weil Sie sagten wir haben in Akrotiri die frühere Keramik, also man konnte es jetzt angleichen. Ja, also der Santorin-Ausbruch mit seinen Tsunamis ist verantwortlich für eine Reihe von Zerstörungen auf Kreta um 1600, sagen wir mal, 1613. Aber die eigentliche Zerstörung der Paläste, Knossos selber ist ausgespart, wie es scheint. Jedenfalls hat es die Zerstörung überstanden, aber Phaistos, Malja, Sakro, viele Siedlungen und sogenannte Villen, also Mini-Paläste, werden mindestens 50 bis 100 Jahre später zerstört. Und das kann nun nicht mehr direkt mit dem Santorin-Ausbruch zusammenhängen. Das heißt, man war wirtschaftlich geschädigt, versuchte wieder in Gang zu kommen. Ja. Und wer profitiert dann? Sind das die Mykener? Wer übernimmt dann die Herrschaft? Erstmal übersteht gibt es anscheinend innere Auseinandersetzungen auf Kreta infolge der Santorin-Eruption. Man muss sich vorstellen, dass dieser Aschenregen natürlich einmal diese gewaltige Eruption, ein Riesenknall, der Himmel verdunkelte sich, Blitze, die Tsunamis kamen. Das muss die minoische Gesellschaft, die sehr stark religiös orientiert war, erschüttert haben. Und die Leute haben geglaubt, die Götter haben ihre Elite verlassen, nicht die Priester und Herrscher und so weiter. Dann gab es wirtschaftliche Probleme durch den Aschenfall. Die Landwirtschaft fiel für längere Zeit aus. Die Flotte wurde wahrscheinlich zerstört durch die Tsunamis. Und wir haben auch in der Zeit nach der Santorin-Eruption erstaunlicherweise interessanterweise Ausbau von Vorratshaltung, Magazinen, Getreidesilos. Also es scheint Schwierigkeiten mit der Versorgung der Bevölkerung gegeben zu haben. Und die Bevölkerung hat den Glauben an die Elite verloren. Die haben natürlich das als Strafe oder so der Götter betrachtet, damals unaufgeklärt. Sie wussten ja nicht, woher ein Vulkanausbruch kommt. Und das muss zu inneren Unruhen geführt haben und zu Angriffen auf die Elite. Interessant ist auch zu beobachten, also dass in vielen Siedlungen dann in Spätminoisch 1b, also 50 bis 100 Jahre nach der Terra-Eruption, die Elitebauten niedergebrannt werden, die sogenannten Villen, also Sitze der Elite mitten in den Siedlungen oder auch Paläste, die Siedlungen ringsum aber nicht. Und es ist festzustellen, dass sogenannte Prestigeobjekte, also Dinge, die im Kult und als Repräsentation der Elite wichtige Rolle spielten und in diesen Palastzentren aufbewahrt wurden, ziemlich brutal kaputt gemacht wurden. Sogenannte Rüter aus Stein, Stierkopf, eine Elfenbeinstatue in Palekastro in Ostkreta, die eine Art Kultstatue wahrscheinlich war, das ist richtig zerschmettert worden. Ja, und wer hat davon, richtig zerhackt, und wer hat davon profitiert? Eben die Mykener. Mit Mykener bezeichnen wir, das ist ja auch ein Hilfsbegriff, die Minoer haben sich auch nicht selber Minoer genannt, das ist ein moderner Begriff. Mykener bezeichnen wir ja die spätbronzezeitlichen, als Mykener bezeichnen wir nach dem wichtigsten Fundort Mykene die spätbronzezeitlichen Bewohner des griechischen Festlandes. Das heißt, es gibt innere Unruhen, die Eliten werden in Frage gestellt. Ja, und gestürzt. Und es herrscht Chaos, Anarchie. Und dadurch kann die Flotte nicht wiederhergestellt werden. Man könnte sich ja denken, die Flotte wird in kurzer Zeit wiederhergestellt. Und das können dann Externe nutzen.
In dem Fall die Mykener. Ja, es gibt nach dieser Zerstörung noch eine Übergangsphase, die auch noch diskutiert wird. Wie gesagt, als einziger Palast übersteht Knossos diese Zerstörung der Phase Spätminoisch 1b und beherrscht danach als einziger Palast die ganze Insel. Und da ist nun umstritten, sind da schon Mykener im Palast oder ist das noch rein minoisch, was ich glaube. Auf jeden Fall langfristig profitieren die Mykener. Und zwar wurden sie von der Santorin-Eruption nicht so betroffen wie die Insel Kreta. Die wurde schwer betroffen. Sie liegt nur 100 Kilometer südlich von Santorin. Also die volle Wucht der Tsunamis, der Aschenregen, ging auf sie nieder und ging nach Osten, aber nicht nach Norden und Westen. Also die Mykener haben sicherlich vielleicht auch kleinere Flutwellen abbekommen, haben sicherlich auch die Eruption gesehen, aber sie wurden nicht in ihren Grundfesten erschüttert. Und das ist genau die Zeit des Aufstiegs der mykenischen Kultur mit den berühmten goldreichen Schachtgräbern von Mykene, die Schliemann ausgegraben hat. Das ist genau die Zeit der Eruption des Santorin-Vulkans. Und die Mykener stiegen damals auf, wohl auch insbesondere durch Handel. Die Minoer beherrschten vor der Terra-Eruption die Seehandelswege zum Vorderen Orient, also in das östliche Mittelmeer, nach Zypern, Levante und Ägypten. Und die Mykener bauten auf, und darauf beruhte wohl ihr Reichtum der frühen Mykener, Handelsbeziehungen in andere Regionen, also nach Zentraleuropa, nach Transsilvanien. Von dort kam wahrscheinlich das Gold der Schachtgräber von Mykene, aber auch auf der Suche nach Zinn bis nach Cornwall in Südwestengland, also die Wessex-Kultur. Ein Indiz dafür sind Bernsteingehänge der Wessex-Kultur, die in den Schachtgräbern von Mykene gefunden wurden. Und nun, nachdem also praktisch das minoische Palastsystem den absoluten Kollaps erlebt hatte, nur noch so ein Nachleben mit Knossos alleine, da war die große Chance für die Mykener, sozusagen in diese Lücke vorzustoßen. Und das haben sie dann auch getan, wie die archäologischen Befunde zeigen. Sowohl auf den Inseln, die Siedlungen, die vorher minoisch waren, als auch an der kleinen asiatischen Küste, also ich kann das selber von meiner Ausgrabung in Milet bezeugen, werden diese Siedlungen dann mykenisch. Und die Minoer sind verdrängt und die Mykener übernehmen einmal dort die Macht, auch die Handelsbeziehungen nach Ägypten, da finden wir dann sehr viel mykenische Keramik, und schließlich übernehmen sie auch Kreta selbst, wie die Tontafeln der Linear B-Schrift, der mykenischen Linear B-Schrift zeigen, die nun auch wieder in der Datierung umstritten sind. Manche sagen 1400, ich sage eher 1300, die im Palast von Knossos gefunden worden sind, aber auch in Chania in Westkreta. Und die beherrschen dann Kreta für längere Zeit? Die beherrschen dann Kreta bis zum Ende der Bronzezeit, bis zum Untergang wiederum des mykenischen Palastsystems um 1200 vor Christus. Ja. Also im Grunde ungeheure gesellschaftliche Auswirkungen durch einen Vulkanausbruch. Ja. Was ich ungemein spannend finde, ist, um 1600 kommt es in Mitteleuropa zu einem äußerst interessanten Phänomen. Bei uns herrschen zentrale Herrscher. Ja. Zum ersten Mal Herrscher mit Goldarmringen, mit riesigen Grabhügeln, in Dominanz über weite Teile des Landes, in einer sozialen Stratifizierung, wie wir sie bis dahin im Neolithikum nicht kannten. Und dieses System funktioniert etwa von 2000 bis 1600 vor Christus. Und irgendwann um 1600 zerbricht dieses stark stratifizierte System und etwas scheinbar, ich sage nicht demokratischeres, aber etwas auf breitere Basis gestelltes kommt zum Vorschein, nämlich lokale Häuptlinge, lokale Führer, ist fraktalisiert von der Audizitzkultur in die Hügelgräberkultur, wo sozusagen offenbar mehr partizipieren und mehr herrschen, nicht mehr wenige Einzelne, sondern die größere Zahl in einer größeren Beteiligung. Es ist nicht ein System mit weniger Herrschaft, aber es sind flachere Hierarchien. Und das ist so, als würde man ein autokratisches System, das mit einer Militäraristokratie funktioniert, abschütteln. Und in gewisser Weise ist es zu ähnlicher Zeit ein analoger Vorgang.
Und wir wissen, dass offenbar nach 1600, zumindest in den Baumringchronologien, es einen Einbruch gibt und es auch kältere Jahre gibt und schlechtere Ernten. Ob das mit einem Vulkan zusammenhängt, ob das mit anderen klimatischen Veränderungen zusammenhängt, wissen wir nicht. Aber als Denkmodell ist zumindest interessant, dass Ihr Modell, das gut erforscht ist, auch hier modellhaft anwendbar wäre, dass lange gut funktionierende Herrschaftssysteme, die eigentlich allen nützen erstmal, dass die zerbrechen und dann letztlich zu neuen Strukturen führen und dass aus der Katastrophe die Chance für etwas anderes entsteht. Und so scheint es ja in der Ostägäis zu sein. Ja, und für diese Klimawechsel gibt es ja eben auch Indizien. Das ist ja beobachtet worden bis in die White Mountains in Kalifornien, in den USA. Sogenannte Frostringe an den Bäumen, gerade um diese Zeit. Und auch Änderungen in Eichen in Zentraleuropa und so. Sie deuteten das ja an mit diesem Klimawechsel. Also kältere Zeit, mehr Regen. Und das kann durchaus mit der Terra-Eruption zusammenhängen. Also ich bin sehr erfreut, es war ein spannendes und tolles Gespräch. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich danke Ihnen und ich freue mich auf den Kongress. Ich auch. Dankeschön, Herr Professor. Ich danke Ihnen auch. Ja.